Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LDD Smart Home. Heute möchte ich euch einen richtigen Kletter- und Navigationskünstler vorstellen, der sich auch noch so richtig klein machen kann. Das sind aber nur 3 Dinge, die er richtig gut kann. Die 2 anderen sind Saugen und Wischen. Aber stopp, das ist nicht meine Meinung, sondern die Aussage von Dreamy. Und ob das alles so stimmt, erfährst du im heutigen Video von mir. Denn ich habe den Dreamy X50 in der Ultra Complete Edition getestet und sage dir im Laufe dieses Videos, ob er das alles hält, was er verspricht. Also, falls du gerade auf der Suche nach einem neuen Saugroboter bist, dann bleib dran. Nach einem kurzen Intro geht es sofort los. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Fangen wir direkt an und schauen uns mal kurz an, was alles mit im Lieferumfang dabei ist. Denn der Name Ultra Complete kommt nicht von irgendwoher, sondern Dreamy legt echt alles dazu, was man so die nächsten Monate braucht. Was ist also dabei? Natürlich, wir haben den ganzen Standardkram dabei, aber es gibt auch noch mal so ein richtiges Zubehörpaket bestehend aus Reinigungsmittel, Ersatzfilter, Wischpads und zusätzlich noch mal ein paar Staubbeutel. Damit ist man definitiv für die nächsten paar Monate versorgt und muss nichts nachkaufen. Bei der Station hier handelt es sich um eine All-in-One-Lösung. Das heißt, wir haben hier Frischwasser, Schmutzwasser und Reinigungsmittel. Das befindet sich alles in der Station drin. Das Highlight, die Wischpads werden hier mit 80 Grad warmem Wasser und Hochdruck gereinigt und danach noch mit warmer Luft getrocknet. Das hat bei mir im Test super funktioniert. Die Pads waren echt sauber und es hat nichts muffig gerochen, was mich wirklich sehr positiv überrascht hat, denn damit hätte ich nicht gerechnet, denn in der Vergangenheit war das bei anderen Herstellern nicht der Fall. Zusätzlich tötet eine UV-Bestrahlung in der Wasserschale nach jeder Reinigung Keime und Bakterien ab und so bleiben die Wischmops keim- und bakterienfrei und dann kann auch nichts anfangen zu müffeln. Wichtig zu wissen, die Pads werden nicht nur am Ende gereinigt, sondern auch zwischendurch. Wie oft und wann das Ganze passiert, das kann man in der App einstellen. Und für die Faulen unter uns, es gibt sogar noch optional einen Festwasseranschlusskit und damit entfällt das Nachfüllen auch noch. Genug von dem Zubehör. Bevor wir zu den interessanten Innovationen kommen, fassen wir kurz die wichtigsten technischen Details zusammen, die diesen Roboter so besonders machen. Die maximale Saugleistung beträgt ultrastarke 20.000 PA, also 20.000 Pascal. Die Navigation ist hochpräzise dank versenkbarem LiDAR-Sensor und einer KI-RBG-Kamera und einem Kreuzlaser, der die Hindernisse erkennt. Der Akku ist mit 6.400 mAh recht groß. Das ermöglicht eine maximale Saugdauer von bis zu 220 Minuten oder eine kombinierte Saug- und Wischdauer von bis zu 150 Minuten. Die Bauhöhe liegt dank des einfahrbaren Turms hier bei minimal 89 mm. Die Wischpads sind anhebbar und ausfahrbar und auf Wunsch kann der Roboter diese selbstständig in der Station lassen, was man einfach in der App einstellen kann. Die Seitenbürste ist ebenfalls ausfahrbar und anhebbar, was ein randloses Wischen ermöglicht. Dreamy nennt das Ganze Dual Flexarm Technologie. Das Bürstensystem, was sich hier drunter befindet, dabei handelt es sich um 2 gegenläufige Doppelwalzen und Dreamy nennt das ganze System Hyperstream Duo Brush. Die Kantenüberwindung des Dreamy X50 liegt bei bis zu 6 cm oder 4,2 cm in einer einzelnen Stufe. Dreamy nennt das Ganze Pro Elite System und das Ganze arbeitet in 2 Stufen. Im Bereich Smart Home, er kann in den IO Broker oder in Home Assistant integriert werden und hat auch nochmal einen eigenen Sprachassistenten mit an Bord, womit man per Sprache einzelne Räume reinigen kann oder andere Aufgaben ausführen oder starten kann. Hey Dreamy. Ich bin hier. Reinige die Küche. Okay, beginne die Küche zu reinigen. Vergewissern Sie sich, dass die Tür offen ist.
Außerdem kann er eine detaillierte 3D-Karte erstellen und dann sieht das zu Hause in der App auch nochmal richtig schön schick aus. Was die Lautstärke angeht, muss ich sagen, das ist sehr angenehm. Die Absaugung, die hat sich gefühlt zum letzten Dreamy, den ich hatte, beziehungsweise der bei mir die letzten 4 Jahre gewerkelt hat. Das war der Z10 Pro. Das hat sich extrem weiterentwickelt und ich würde sagen, die ist mindestens mal die Hälfte leiser wie die Version, die ich hatte, und ist dadurch auch nochmal sehr angenehm. Auch die Lautstärke beim Saugen hat sich extrem reduziert. Der ist wirklich sehr leise. Das ist sogar meinen kleinen Kindern aufgefallen und die kamen zu mir und haben gesagt, boah Papa, der ist ja voll leise, und dem kann ich nur zustimmen. Da hat sich auch nochmal einiges getan. Obwohl die Saugleistung so hoch ist, ist die Lautstärke, die hier drin entsteht, relativ gering. Jetzt aber zu den Features, die den Dreamy X50 wirklich besonders und einzigartig machen, die ich so bisher auch noch nicht getestet habe. Kommen wir zu dem ersten richtigen Feature, und das ist der Laserturm. Der Laserturm für die Navigation fährt ein, wenn er zum Beispiel unter flache Möbel fahren will. Dadurch reduziert sich dann seine Höhe auf unter 9 cm, um genau zu sein 89 mm, und damit passt er perfekt unter Schränke, Sideboards oder ähnliches und hat dennoch ein LiDAR zur Navigation, was das Ganze nochmal richtig interessant macht. In der Dunkelheit kann er zusätzlich noch eine kleine LED anmachen und damit kann er dann auch im Dunkeln was erkennen, und die KI-Hinderniserkennung funktioniert auch dann noch zuverlässig und umfährt auch im Dunkeln Gegenstände. Aber eins seiner interessantesten Features ist definitiv die Kletterfähigkeit. Dreamy nennt das, wie gesagt, Pro-Elite-System, und das ist vor allem im Altbau sehr interessant, denn gerade im Altbau gibt es ja mal häufiger ein paar hohe Türschwellen oder wie bei uns zum Beispiel diese Schwingstühle, und da ist das Feature richtig interessant. Denn bei uns zum Beispiel ist dieses lästige Stühle auseinanderziehen entfallen, denn der Dreamy fährt einfach über die Stühle hin drüber bzw. über die Füße drüber und reinigt dann auch in den Stühlen oder zwischen den Stühlen, und man muss wie gesagt nicht mehr die Stühle auseinanderziehen. Ja, wie funktioniert das und wie gut funktioniert das? Also, als erstes, er fährt zuerst mal relativ nah an das Objekt dran, was er denkt, dass er überfahren kann oder was man eingestellt hat, dass er überfahren soll, und dann fahren 2 kleine Räder aus oder 2 kleine Arme aus, und damit stützt er sich vorne ab, geht also nach hinten auf seinen Poppes, und dann fährt er langsam nach vorne und kann dann so Hindernisse von 4,2 bis 6 cm überwinden, und in unserem Fall sind die Stuhlbeine irgendwas um die 3 cm hoch oder etwas über 3 cm, und das schafft er wirklich problemlos, und dadurch kann er dann wie gesagt auch zwischen den Stühlen reinigen, und man muss nicht immer die Stühle auseinanderziehen, wenn man das Haus verlässt und das Ganze programmiert ist. Also ein echtes, innovatives Highlight und wirklich sehr, sehr interessant. Das nächste Highlight sind die Wischpads. Sie können angehoben werden, das kennen wir ja schon, das gab es auch schon bei anderen Herstellern, aber der X50 kann die Wischpads auch seitlich ausfahren und kommt damit sauber an den Rand und wischt so nah an den Fußbodenleisten. Und wenn er auf Teppiche fährt, was dank der Ultraschall-Teppicherkennung richtig gut funktioniert, hebt er nicht nur die Wischpads, sondern auch die Hauptbürste und die Seitenbürste an, um den Teppich so zu schützen. Oder falls du das möchtest, kannst du es auch in der App so einstellen, dass die Seitenbürste auf dem Teppich doch mitläuft, denn das kann bei einigen Teppichen nämlich von Vorteil sein. Das alles und noch viel mehr lässt sich aber alles in der App ohne Probleme einstellen und so gestalten, wie du es haben möchtest. Ein weiteres Highlight ist die Doppelwalze, die gegenläufig rotiert. Das verhindert nämlich, dass sich Haare verfangen und steigert die Reinigungsleistung. Auf einen speziellen Haartest habe ich verzichtet, denn meine Frau liefert täglich unaufgefordert Testmuster und bis jetzt hat sich noch kein einziges Haar um die Walze gelegt, was bei unserem alten Modell und unserem Akku-Handstaubsauger ganz anders aussieht, denn dort ist normalerweise immer alles voll mit irgendwelchen Haaren. Unsere Katze liefert zwar auch immer wieder Exemplare, aber die sind bei weitem nicht so lang und jetzt in der Winterzeit verliert sie auch nicht mehr so viele Haare. Aber falls ihr Vierbeine mit einem langen Fell habt und das ständige Reinigen der Walze satt habt, kann ich euch
den Dreamy X50 nur ans Herz legen. Meiner Meinung nach macht er das richtig, richtig gut. So viele Features, aber wie gut reinigt er denn jetzt wirklich? Also kommen wir zuerst mal zum Saugen. Auf Laminat und anderen Hartböden spielt er in der Spitzengruppe mit, meiner Meinung nach. Dank intelligenter Schmutzerkennung hat er Brotkrümel, Sand und was sonst noch so alles im Alltag mit Kindergarten und Schulkindern anfällt, alles zu unserer vollsten Zufriedenheit aufgesaugt. Teppiche sind zwar bei uns weniger vorhanden, aber auch dort konnten wir dem Dreamy ein gutes Arbeitszeugnis attestieren. Alles, was an Chips nach so einem Kinoabend bei uns so anfällt, hat er bis aufs kleinste Krümel von unserem Teppich abgesaugt und können deswegen nicht meckern. Kommen wir zum Wischtest. Beim Wischtest verzichte ich eigentlich immer auf Flecken wie Ketchup oder ähnliches, da sie nicht wirklich realitätsgetreu sind. Aber diesmal hat es mich interessiert, da die KI Schmutzerkennung solche Stellen normalerweise intensiver putzen soll. Aber das Problem bei unserem Muster ist es so, dass das Muster auf dem Boden so komplex, so wirrwarrmäßig ist, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass die KI einfach keinen Unterschied zwischen Ketchup, Mayo oder unserem eigentlichen Boden erkennt. Und was resultiert daraus? Der Roboter fährt einfach drüber, als wäre nichts und saugt das ganze Zeug einfach auf. Und ja, kann, wie gesagt, das Ganze nicht unterscheiden. Normalerweise sollte das Ganze funktionieren, aber da ich keinen anderen Boden zur Verfügung habe, kann ich das Ganze nicht testen. Aber im Normalfall, wenn ihr einen normalen, ich sag mal Holzboden habt mit normalem Muster, sollte das Ganze kein Problem sein. Ich konnte es aber, wie gesagt, leider nicht testen, obwohl es mich sehr interessiert hätte. Nichtsdestotrotz kann sich das Ergebnis aber sehen lassen. Der Boden ist, nachdem er über den Ketchup drüber gefahren ist und das Ganze aufgesaugt hat, relativ sauber, und ich kann mir gut vorstellen, wenn er noch ein- oder zweimal drüber fährt, was er normalerweise bei einer Fleckenerkennung macht, dann würde das Ganze noch sauberer sein und würde dann noch besser aussehen. Und wie gesagt, im Normalfall würde er dann nochmal zur Station fahren, würde die Pads reinigen und den Wischvorgang an dieser Stelle nochmal wiederholen. Aber leider hat das bei mir nicht funktioniert. Unterm Strich ist die Wischfunktion sehr gut und die Reinigung der Pads ist auch sehr gut. Der große Schmutzwassertank beweist, dass er nicht nur zu Dekozwecken da ist, sondern es wird richtig viel Wasser zum Reinigen verwendet und dadurch werden die Wischpads auch wirklich richtig schön sauber und es müffelt nichts. Das, was ihr hier seht, ist das Schmutzwasser nach einem einzigen Reinigungsgang. Das war der erste Reinigungsgang, den ich hier durchgeführt habe. Das waren ungefähr 65 Quadratmeter Wischfläche. Und wie ihr seht, war das Wasser wirklich sehr, sehr braun. Und ja, und es war auch wirklich sehr viel Wasser in dem Tank drin, was ich so auch schon mal anders gesehen habe bei anderen Herstellern. Kommen wir zur Navigations- und Hinderniserkennung. Also die Navigation ist auch recht gut, würde ich sagen. Ich habe das Ganze mal bei uns mit Spielzeug und Kabeln getestet. Und bis auf wenige Ausnahmen, die sich farblich nicht so gut vom Boden abgehoben haben, hat er alles sehr gut erkannt und drumherum gefahren. Auch mein Extremtest, der in keinster Weise alltagsgetreu ist, hat er seinen Job wirklich sehr gut gemeistert. Ich habe den Test mehrmals wiederholt und mehr als 3 Figuren hat er nie umgeworfen, was, wie ich finde, sehr bemerkenswert ist und zeigt auch, wie gut und vorsichtig er navigieren kann. Mein Jüngster hatte zwar Angst, dass der Roboter Hamm macht und die Spielzeuge dann auf einmal weg sind, aber es ist nichts abhanden gekommen und nachdem der Test abgeschlossen war, war mein Kleinster wieder völlig glücklich, dass er seine Spielzeuge wieder in den Arm nehmen konnte und dass nichts weggekommen ist. Kommen wir zu der Dreamy App. Ja, die Dreamy App ist genauso wie der Roboter selbst completed. Man kann alles bis ins kleinste Detail einstellen. Das heißt, wir haben ganz normal die Reinigungsmodis, die Zonen, die Funktion der Seitenbürste kann man einstellen. Und man kann einstellen, was passieren soll, wenn er auf dem Teppich reinigt, wenn er auf dem normalen Hartboden reinigt. Und man kann sogar einstellen, dass er Vorhänge zur Seite schieben kann, damit der Roboter dahinter reinigen kann. Also es gibt eine Menge Einstellungen, die man vornehmen kann und einstellen kann. Ich musste selbst zuerst mal jeden Punkt durchgehen und mir anschauen, was es alles so gibt, um zu verstehen, was man alles einstellen kann. Deswegen, wenn ich das Ganze erklären würde, müsste ich nochmal ein separates Video aufnehmen, denn die App ist wirklich sehr, sehr umfangreich und ich kann euch nur empfehlen, vor dem ersten Reinigen
Guckt euch einfach die App von oben nach unten jeden Punkt einmal an, damit ihr seht, was ihr einstellen könnt, denn es ist wirklich sehr, sehr viel. Und was auch noch ein nettes Gimmick ist, man kann auf die Kamera hier unten zugreifen, aber keine Angst, sobald die Kamera aktiv ist, macht sich der Roboter bemerkbar und sagt, dass die Kamera an ist. Und das macht er nicht nur einmal, sondern alle, ich weiß es jetzt nicht genau, alle 30, alle 60 Sekunden sagt er, Achtung, meine Kamera ist an oder irgendwie sowas in der Art. Also man kann damit nichts ausspionieren, aber es ist hilfreich, wenn man unterwegs ist und mal gucken will, was die Katze zu Hause so macht, wenn sie nicht gerade schläft. Die Kameraüberwachung ist beendet. Kommen wir zu meinem Fazit. Also der Dreamy X50 Ultra Complete ist ein absolutes Feature-Monster. Die Innovationen mit dem einfahrbaren Turm, der Kletterfähigkeit und der Anti-Haarbürste sind top. Die Reinigungsleistung ist auch sehr gut. Für wen ist der also perfekt geeignet? Also wenn du zum Beispiel hohe Türschwellen, Schwingstühle oder dicke Teppichkanten hast und wenn du unter sehr flachen Möbel reinigen musst, dann ist der Dreamy Ultra Complete momentan meiner Meinung nach die beste Wahl für dich. Was musst du sonst noch wissen? Also die Navigation ist gut, aber nicht perfekt. Und du musst auch ein bisschen darauf achten, was alles auf dem Boden liegt. Das heißt, ganz kleine Objekte solltest du nicht liegen lassen, aber das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Die Reinigungsstation, die heißt nicht nur so, sondern die macht ihrem Namen auch alle Ehre. Die Pads hier, die werden nicht nur irgendwie mit Wasser ein bisschen nass gemacht und dann über irgendetwas drüber geschliffen, sondern die Teile werden wirklich sehr intensiv gereinigt und das erkennt man vor allem an der Menge an Wasser, was sich dann im Abfallbehälter oder im Abwasserbehälter befindet und auch an der Farbe, wie das Ganze aussieht. Also die Reinigungsstation, die reinigt die Pads wirklich und macht sie nicht einfach nur so nass und das finde ich absolut genial. Was mir auch noch sehr gut gefällt, hier unten drunter befindet sich ja noch der Behälter mit dem Reinigungsmittel. Das finde ich auch sehr praktisch, dass man das Reinigungsmittel nicht einfach in den Wassertank einfüllen kann oder einfüllen muss, sondern dass er sich das selber ansaugt, wenn er es benötigt. Und das ist wirklich auch sehr praktisch. Das macht auch nicht jeder Hersteller so. Und was ich auch noch sehr positiv hervorheben möchte, ist die Lautstärke dieses Geräts. Also ich hatte ja, wie gesagt, die letzten 4 Jahre den Dreamy Z10 Pro und war mit dem wirklich mega zufrieden. Aber was sich in den letzten Jahren alles so getan hat, das ist schon bemerkenswert. Die Lautstärke des Geräts ist extrem niedrig. Das heißt, wenn sie auf Standardlautstärke ist, dann ist er im Normalfall nicht störend. Selbst die Absaugstation, wenn die reinigt, das ist, ich würde sagen, maximal die Hälfte der alten Saugstation und auch die Frequenz des Tones hat sich geändert und ist viel angenehmer wie früher. Also Punkt Lautstärke ist für mich ein absolutes Highlight dieses Gerätes und habe ich so auch noch nicht gehabt. Also, wenn du einen Roboter suchst, der fast alles kann und Probleme löst, die andere Hersteller nicht können, dann ist der Dreamy X50 Ultra Complete ein absoluter Top-Kandidat, der bei dir auf der Liste stehen sollte. Achso, und Achtung, aktuell gibt es ja auch noch mal eine Black Friday Aktion, bei der er besonders günstig zu haben ist. Alle aktuellen Preise und den Link zu dem Angebot findest du unten in der Videobeschreibung. So, das war mein Test zum Dreamy X50 Ultra Complete. Wie siehst du das? Ist die Kletterfunktion für dich ein Muss oder welches Feature findest du am interessantesten? Schreib mir das mal in die Kommentarspalte, würde mich sehr interessieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und abonniere meinen Kanal. Falls du mehr Videos sehen willst, dann guck mal hier. Hier müssten noch ein paar Videos verlinkt sein, die dich eventuell interessieren. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Dreamy X50 Ultra Complete. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.